Wenn der Kirke bestellt hat, weißt du, was ihn richtig abholen wird? Einfach Naxos. Alles klar mit dir? Wie geht's? Pass mal auf, bitte. Oh mein Gott, wie sehe ich aus? Ja, euch hat der Content vom letzten Mal gefallen. Heute werden wir euch wieder mitnehmen. Wir möchten in dem Video ein paar Leute beschenken, die Bestellung aufgegeben haben. Das heißt, wir werden heute im Lager ein paar Pakete packen und dort noch ein paar Gratisartikel reinpacken. Ich weiß jetzt nicht genau was, aber wir lassen uns das einfallen. Und ich nehme euch heute natürlich mit, wir machen so einen kleinen Jahresrückblick, was wir in jedem Monat am besten verkauft haben an Produkte. Morgen bin ich auf einer Reise in die Türkei und darum muss ich heute auch noch ein bisschen Sachen planen. Wir versuchen für morgen, glaube ich, mal was Neues für Parfum of the Day. Naja, würde ich sagen, lass uns mal anziehen und ja, wir gucken. Ich muss sagen, heute ist nicht so der Tag jetzt, in dem ich irgendwie, dadurch, dass wir auch im Lager sind, habe ich jetzt nicht so Bock, im Anzug rumzulaufen. Von daher, wir nehmen den hier. Viele Leute haben danach gefragt, ich hatte ja auch mal einen Monte-Stream an. Das ist von Ladini so ein Strickteil. Einzige ist, wir müssen jetzt noch eine Krawatte dazu aussuchen. Bleibt jetzt nicht viel Auswahl. Ne? Das Problem ist, wenn ich jetzt hier blau anhabe, dann sieht sowas eher Medium aus. Ne? Das wäre jetzt eigentlich perfekt, auch mit der Hose so zack, zack, aber I don't know. Das ist zu formell auch. Ne, das sieht auch nicht aus. Mein Gott, ey. Ich muss mich jetzt kurz konzentrieren. Wir sind gleich zurück. Da sind wir doch. Ist jetzt nicht der 100%ige Match. Auf der Kamera sieht es ein bisschen schlimmer aus. Aber hier eine gute Kaschmir-Krawatte. Da können wir das geht doch fit. Das können wir doch machen. Haben wir das auch schon gemeistert. Natürlich können wir das Haus nicht verlassen ohne ein Einstecktuch. Und hier, glaube ich, hier einfach Ton in Ton. Ne? Halt mal simpel, blaue Schuhe. Jetzt habe ich den Gürtel vergessen. Ja, was die Pakete angeht, da sind wir eigentlich ganz gut im Flow, muss man sagen. Wir warten noch auf eine große Lieferung vom Herbert. Die sollte aber eventuell heute oder morgen eintreffen. Und dann können wir größtenteils alles verschicken. Es gibt immer Positionen, auf die wir warten, weil der Hersteller auch keine Ware mehr hat. Oder der Distributor vielmehr gesagt. Aber das Gute ist, ich weiß, dass man die Sachen schnell haben möchte. Aber niemand hat die Ware auch sonst. Also beispielsweise Blond Amber. Das wird jetzt im Dezember geliefert. Wir können nicht sagen wann. Es kann auch Januar sein. Aber es hat sowieso kein anderer. Genauso mit Altea oder Ujar. Also von daher müsst ihr euch da vielleicht noch ein bisschen gedulden. Aber wer weiß, vielleicht gehe ich jetzt runter und unten ist schon was angekommen. Und das hier übrigens ist unser neuer Platz. Das ist die gute Tiziana. Und das ist ihr Platz. Der ganze Turm gehört nur ihr. Die Kaya kann nicht hier bleiben, sondern nur die Tiziana darf hier bleiben. So, heute ist es schon ein bisschen später. Ich bin ein bisschen erkältet. Oder was heißt erkältet? Aber ich fühle mich irgendwie nicht so gut. Guck mal, ist die Maus am Schlaf? Guck mal, das ist doch ein Leben, oder? Guck mal, das ist ein Leben. Guck mal, einfach so am Chillen, weißt du? Du schläfst so oft, eigentlich ist das eine der besten Zeiten. Einfach die ganze Zeit so am Schlafen. That's life. Das ist das Leben. Ich weiß gar nicht, habe ich euch schon diesen Schrank hier gezeigt? Das hier ist eine neue Errungenschaft. Es fehlt noch ein bisschen Licht hier drin, aber es sieht doch sensationell aus. Das hier sind übrigens die absolut verrücktesten Düfte. Hier haben wir zum Beispiel Well von Parfum Saxe. Und dieser Duft hier riecht einfach nach einer $200 Banknote. Oder wir haben hier noch Fuel. Das riecht, nee, das nicht. Fuel, das riecht einfach nach einer Zapfsäule. Hier liegt schon das Equipment, von daher gucken wir mal, wo die Jungs sind. Gibt's gleich noch ein Dings. Frühstück und dann können wir loslegen. Das kommt mir immer so für den Vlog vor. Victoria wird sagen, dass ich nicht so viel Zeit mit meiner Tochter verbringe, aber gerade chillen wir hier. Jetzt gerade sind wir hier zusammen. Ja, du bist gerade aufgewacht. Oh, sie ist so süß, wenn sie anfängt zu weinen. Und wir können auch einen neuen Trick. Warte mal, gucken wir mal, ob wir das so machen können. Guck mal hier. Ui, müde. Das ist das Schönste, ne? Das ist das Schönste. Ach ja, Leute, ich sag's euch. Aber ich glaube, wir haben ein bisschen Hunger. Haben wir Hunger oder was brauchen wir? Was brauchen wir? Allgemein unglücklich mit der Situation. Mit der allgemeinen Situation. Ja, ich verstehe das. Ja, was soll man sagen? Ja, okay. Wir gucken mal. Wer ist denn da? Wer ist denn da? Das ist die Tiziana. Na du? Ja. Zack, 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 zack. Zack. So, du möchtest was haben, ne? War da jemand noch? War da noch jemand? Nee. Wohin? Wohin? Normalerweise haben wir keine Uhren hier, aber weil wir was drehen, haben wir 2 Modelle geholt. Also als erstes haben wir hier Skeleton Double Balance, hat sich vom Preis nach oben bewegt. Die günstigste haben wir mal verkauft für 115.000 Euro und heute sind wir bei 140.000 Euro knapp. Ist nach wie vor eine einfach klasse Uhr. Moment, wenn man sich die anschaut, alter Schwede, einfach ein Kunstwerk. Super schöne Uhr aus 2021, meine ich, ist die. Mit kompletten Bandelementen, also was will man da mehr? Wirklich tolles Ding. Und hier noch etwas ganz Besonderes und zwar
zwar eine Uhr mit einem Sapphire-Setting, das heißt, das sind Steine aus dem Labor und da hat man so ein Chandelier-Setting draus gemacht. Das heißt, hier hinten sind zwar Brillanten, aber sonst überall Baguette-Steine und das war schon eine Menge Arbeit. Ja, die haben wir auch mit drin. Vielleicht muss man noch ein Tageslicht zeigen. Das ist schon ein heftiges Teil. Wenn ich jetzt so scharf stellen will. Ja. Cool. So, die kommen natürlich wie immer ins Schließfach. Wir haben keine Uhren hier und keine Wertsachen, aber ich wollte die zwei euch nicht vorenthalten. Dann habe ich mir mal eine Auswertung gezogen und zwar über die meistverkauftesten Flakons in diesem Jahr. Ist ja immer so spannend zu wissen, was so der Topseller. Wir fangen an mit Januar. Im Januar war es tatsächlich Orange Flamingo. Hier haben wir einen Ölanteil von 40% drin, ist so das bestverkaufte Parfum und wir hatten unzählige Bestellungen im Januar. Übrigens, wenn ihr uns anschreibt, ja, dass es so aussieht, als gäbe es einen Riss. Das ist kein Riss, sondern die werden alle von Hand in ein Farbbad eingetaucht, rausgezogen und das verläuft dann einfach so. Ne? Also das heißt, die Flasche kommt nicht kaputt bei euch an und ist auch kein Grund, das Ganze zu retournieren. Der Kundenservice hat gesagt, ich soll euch nochmal darauf hinweisen. Der Duft riecht so ein bisschen nach frischer Wäsche und Orange. Ne? Das ist so ein sehr frischer, langanhaltender Duft. Bei Parfumo, glaube ich, knapp Platz 50 oder 60 gerankt all over. Also ist auf jeden Fall ein heftiges Monster. Ja, wen wundert's? Februar ist auch Orange Flamingo. Was soll man sagen? Normalerweise promote ich meine Sachen nicht, aber wenn die Wahrheit muss gesprochen werden. Dann im März tatsächlich gab es Air Tiger. Den Duft habe ich jetzt gerade hier nicht, weil er, glaube ich, oben bei mir ist. Air Tiger, können wir mal hier einblenden, ist mein Lieblingsduft. Ich mag Air Tiger am liebsten. Er hat eine starke Kardamomnote drin, ist so, ja, wenn man TikTok glauben mag, mit eins der stärksten Parfums, die es so auf dem Markt gibt. Er hält wirklich Tage hinweg und informiert euch einfach selber. Das Rating auf Parfumo ist gut, ich glaube 7,4 oder sowas und ja, ist ein sehr, sehr starker maskuliner Duft, den ich mit durchweg positiven Erinnerungen verbinde und darum, ich liebe den Duft. Dann haben wir im April meistverkaufter Duft nach wie vor Naxos, ist auch wirklich ein Topseller. Für all diejenigen, die Naxos nicht zu Hause haben, es ist ein Tabak-Honig-Duft, der ja süß und maskuline Noten verbindet. Absoluter Topseller und fast auch ein Must-Have in der Kollektion. Naxos absoluter Top-Duft und gehört eigentlich in jede Sammlung rein. Wurde damals letztes Jahr durch den Post von Shindy so berühmt und wie wir im Rin-Interview gehört haben, hat Rin auch tatsächlich in der Sammlung. Dann im Mai kam Amorist. Hier ist die Flasche. Wir haben eine Reformulierung durchlebt. Ja, es war mir ein bisschen zu schwach und darum haben wir den nochmal ein bisschen verändert. Also die Ölanzahl ist gleich geblieben. Wir sind bei beiden 35%, aber wir haben inhaltlich ein paar Sachen ausgetauscht und darum ist er jetzt noch ein bisschen stärker und die Projektion ist ein bisschen stärker. Das hier ist ein leicht floraler, süßer Duft, der so einfach für den netten Abend gedacht ist und da sollte man auf jeden Fall positives Feedback erhalten. Dann haben wir im Juni tatsächlich Accento, obwohl ich den Duft gar nicht so krass promote. Accento war mein erster Duft von Xerjoff. Ist nach wie vor auch eins, dem sollte man haben. Ich trage ihn jetzt nicht mehr so oft, aber es gibt immer noch Tage, wo ich ihn einfach feiere. Unglaublich stark, Ananasnote, frische Note, ist sehr jugendlich. Alle Leute unter 30 können den easy jeden Tag tragen und es ist einfach eine tolle Handschrift. Ja, das ist ein Topseller im Juni gewesen. Dann Juli wieder Orange Flamingo und im August haben wir Kirke. Wahnsinn, Kirke, ja, ich glaube, da hatten wir die Promotion-Phase. Guckt gerne im Shop vorbei. Aktuell bieten wir ihn an für 119 Euro. Kirke ist so ähnlich wie Erba Pura. Beides von Chris Carbonell, ist ein Fruchtbouquet, ein toller Duft. Ist halt ein Topseller, ne? Für 119 Euro macht ihr nichts falsch. Regulär kostet das ganze Ding 200 Euro. Wahnsinn. Ja. Eins der letzten Überbleibsel noch von unserer Zusammenarbeit mit Tiziana. Leider ist die Zusammenarbeit ja beendet. Nach wie vor ist eine tolle Marke und Nero Oud und Kirke sind so wirklich super Düfte von denen. Dann machen wir weiter im September. Da gab es den Release von Alter. Parfums de Mali, dieser Duft. Viele Leute haben so viel Positives darüber gesagt. Das ist ein Schokoladenduft mit Zimt und Vanille. Einfach ein toller Date-Duft, der einfach super, super beliebt ist. Und das war unser Topseller im Release-Monat. Dann ging es weiter. Oktober, ihr könnt es nicht glauben. Wir reden über Vollflakons. Topseller im Oktober ist Blonde Amber. Wie geisteskrank ist das? 550 Euro. Das ist das Ding der Stunde. Blonde Amber, einfach ein Hype-Produkt. Jeder, den man es riechen lässt, feiert ihn und erkennt auch, dass es nochmal ein Stück komplexer ist als die anderen Sachen, über die wir eben gesprochen haben. Für jeden, der Lust darauf hat, schaut euch gerne Blonde Amber an. Einfach ein toller Duft. Viele Leute haben Positives darüber gesagt. Ne? Wir haben Imam Ghazi, der ihn zum Beispiel auch trägt als internationaler Influencer. Mark Eggers, Revi und so, alle mögen den Duft und lieben den. Das ist einfach der Duft, was soll man sagen. Und dann geht es nochmal weiter im November, nochmal Orange Flamingo. Also manchmal, ich weiß gar nicht, wie viel Orange Flamingo ihr tragen wollt, aber ja, Orange Flamingo war auch im November auch noch der Topseller. Man kann ihn das ganze Jahr über,
hinwegtragen. Und das war die kurze Zusammenfassung. Und jetzt, meine Lieben, gehen wir mal ins Lager und wir machen Folgendes. Wir packen einfach random Pakete und legen einfach Geschenke mit rein. Ja, ich hab hier noch so ein paar Sachen und dann hoffentlich freut ihr euch darüber. Ich habe was Neues zum Anziehen. Das werden wir uns jetzt auch noch mal kurz anschauen. Bevor wir euch beschenken, schenke ich mich erstmal selber. Das Problem ist bei Bekleidung, man weiß nie, ob es passt. Ich habe extrem lange Arme. Da muss man gucken, ob das noch geht. Aber auch bei mir war Black Friday Deal und ich sage euch, ich bin so ein Fuchs. Ich kaufe nur, wenn es so günstig ist und da war ein Rabattcode gültig. Und ich bin immer jemand, ich kaufe immer die ältesten Artikel aus dem Shop. Also, dass quasi der Preis sowieso günstig war. Und dann schauen wir jetzt mal. Also, ich habe Sakkos, Anzüge und einen Mantel geholt. Also, Modell Nummer 1. Kiton-Sakko. Oh. Und hier ist das Problem. Das muss immer hier unfertig sein. Das hier sollte, glaube ich, gewaschener Kaschmir sein. Ein ganz eigener Look. Aber das werden die wenigsten Leute interessieren. Ist das gewaschener Kaschmir? Ne, nur Cotton mit Kaschmir. Okay, guck, das ist quasi nur wie ein Hemd. Das ist nix. Das kannst du so zusammen machen. Das ist der Witz daran. Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. So, pass auf. Oh, das sieht gut aus. Natürlich, die Armlänge muss ich immer noch verlängern, aber das ist genau die Länge, die drin ist. Da müssen wir alles rausnehmen und dann hier Stoff einnähen. Das Ding ist schon mal gekauft. Bei Kiton geht immer. Nee, sorry, bei Kiton ist am schwierigsten. Bei Atolini sollte es klappen. Das Ding zum Beispiel, das ist uralt. Das haben die Jungs schon so lange im Shop gehabt. Und das hier, meine lieben Freunde, guck mal, normalerweise, ich sage euch mal eine Sache, sowas hier, Atolini, Dings, Sakko, sowas kostet 3,5 mindestens. Und der Papa hat das gekauft für, ich sage euch keinen Spaß, ich habe das mir jetzt gezogen, am Ende glaube ich für 500 Euro, 580 Euro. Wirklich, jetzt ohne Spaß, ohne Spaß. Baumwolle könnte ein bisschen eng sein, aber sollte auch klappen. Ja, ist für den Sommer ein bisschen, ne? Italiener hier so. Können wir auch machen. Jo, next. Das hier ist der erste Mantel. Kiton-Mantel. Ich mag Jacken und Mäntel, obwohl ich sie nie anziehe. Boah, bitte fühl mal. Bitte fühl mal das Material. Oh, shit. Das ist Kaschmir, meine lieben Freunde. Das ist auch ein ganz das ist dieses jüngere Label, KMT. Das hier, das war eine einzelne Größe. Und die hier hat gekostet, alle anderen haben gekostet 1,5. Und das Ding habe ich mir geholt für... Aber das verstehe ich nicht. So ein Loose Fit immer. Wer soll das denn tragen? Die erste Pleite. Guck mal, das Größe. Was für eine Größe ist das denn bitte? Das kann doch nicht sein. Was für eine Größe ist das denn? Größe 50. Selbe Größe wie das Sakko. Guck dir das mal an. Guck dir das mal an. Wie sieht das aus? Das trägt man so auf locker, weißt du? Guck mal hier. Was ist das denn? Da muss knatscheng sitzen, hör mal. Wie reingeschossen. So ein Ding muss das sein. Aber wir gucken mal gerade vorm Spiegel. Das kann ja nicht sein, ey. Das ist Schlafanzug. Hör mal, wollen die mich, was ist das denn für eine Größe? Guck mal, ey, das hätte ein schönes Teil werden können. Ja, weißt du, das ist so ein modernes Ding, so, weißt du, was die Leute so tragen? Oversize. Das ist nichts für mich. Jetzt weiß ich, warum das so günstig war. Deswegen wahrscheinlich, weil das verschnitten ist. Den können wir leider retournieren. So, next. Das hier muss ein gutes Teil sein. Normaler Kiton, Kaschmirmantel, 100% Kaschmir. Jetzt guck mal zu. Da muss eigentlich noch ein Sakko drunter. Wir machen es aber jetzt mal ohne Sakko. Als ich angefangen habe, Geld zu verdienen, ne, beim Herrenausstatter, das hier ist wirklich so, wo ich sage, das war immer so Traum. Wirklich. Kiton, Kaschmirmantel. Bei allem, bei den Knopflöchern, bei allen sage ich, das ist einfach ein Traum. Auch Arme natürlich länger machen. Aber was sagst du? Sieht gut aus. Gut aus? Schon. Normal. Oh, ja, das kann man, glaube ich, machen. Ticken enger machen, aber es ist auch schöne Länge. Immer zu eng tragen, Leute. Ihr müsst immer enger tragen, als ihr... Also wenn ihr sagt, ach, eigentlich ist das eine Nummer zu klein, muss immer so gemacht werden. Und ich freue mich auch immer darüber, wenn ihr in die Kommentare schreibt, oh, mag das aber, könnte aber eine Nummer größer sein. Nein, eine Nummer kleiner könnte das sein. Mega, Kiton. Guck mal, fühl mal bitte. Das ist wahrer Luxus, Patrick. Das hier ist wahrer Luxus. Fühlst du das? Oh, schönes Teil. Hätte ein Ticken wärmer sein können vom Ton. Hätte ein bisschen wärmer sein können. Hätte ich aber auch, mit Schwarz zum Beispiel. Weißt du, machst du einen auf hier. Wer ist die Serie nochmal mit... Ich habe gerade auch dran gedacht. Ja. Schwarzes Hemd drunter, schwarze Hose hier. Machst du einen auf Sylvester Stallone. Warm, Junge, ist auch eng. Und ich habe schon 10 Kilo abgenommen. Jetzt ohne Spaß, 10 Kilo habe ich abgenommen. So, hier ja, das kriegen wir hin. Guck mal hier. Wie geht's? Wie geht's? Alles klar mit dir? Wie geht's? Okay, das Ding ist auf jeden Fall auch drin. Und so bin ich beim Einkaufen, Leute, ne? Entscheidungen müssen gemacht werden und dann muss weitergemacht werden. So, hier habe ich noch so ein... Ich habe auch von Loro Piana so einen Sakko. Ich glaube, das wird nicht passen. Immer wenn bei dieser Webart, das ist dieses Needle Point oder so heißt das, normalerweise fällt er immer ein bisschen enger aus. Oh, siehst du, selbst die Knopflöcher sind zu eng. Ich kenne meine Jungs aus Italien, Napoli. Was geht? Oh, aber sieht eigentlich ganz gut aus, oder? Besser angezogen oder sagst du geht? Stimmt, geht. Geht, hol dich nicht so ab.
Ja, es ist okay. So, gucken wir weiter. Was haben wir noch? Lila. Nee, braun. Kaschmir-Seide. Das war damals, guck mal, ob hier ein Etikett dabei ist. Guck mal hier, Retail. Zieh das mal rein. 4.780 €. Geisteskrank. Ich habe dafür, muss man sagen, ich habe, glaube ich, dafür 1.100 € bezahlt. Aber das ist es mir wert. Das ist einfach, das ist mein Leben. Das ist mein Leben. Kiton ist immer noch mal ein ganz anderer Look. Der ist irgendwie noch mal ein bisschen unperfekter. Müssen wir mal gucken, das ist natürlich mega Zeichen. Guck, ist hier nicht so ganz eng geschnitten, aber einfach, guck mal, da bin ich so wahrscheinlich wie ihr auch. Ich kaufe das wirklich, da muss ich auch einfach mit mir selber ehrlich sein, ich kaufe das wegen dem Etikett, wirklich. Ich kaufe das wegen diesem Etikett, leider. Atolini ist besser, aber ich will auch nicht jeden Tag dasselbe tragen. Ne? Orazio Luciano und so ist natürlich auf Maß immer noch mal besser, aber aktuell klappt es ja nicht so gut damit. So, bei Ladini ist auch gut, aber Ladini ist natürlich noch mal ein bisschen günstiger, ne? Und wir wollen ja immer nach oben, Leute. Wir müssen uns nach oben orientieren. Guck mal, was für Hosen ich denn hier bestellt habe. Die haben mich um meine Krawatten betrogen. Die haben eigentlich gesagt, dass Krawatten pro Kiton-Teil eine Krawatte geschenkt wird. Haben die mir vorenthalten. So, also, wir haben einmal Kiton-Hose in grün. Ich finde es so ganz witzig eigentlich mit diesem Flanell. Ich glaube, das wird passen. 36er. Müssen wir mal anprobieren. Und das hier ist... Ach, weißt du, was wie der Trick ist? Ich zeige dir jetzt mal den Trick. Jetzt halte ich fest. Man kann, ohne die Hose anzuprobieren, mit seinem Nacken das messen. Habe ich gehört. Was redest du? Patrick, du weißt auch gar nichts, ne? Du weißt gar nichts. Pass auf. So soll das passen. Wenn das hier zusammengeht, soll das passen. Das müssen wir jetzt testen. Okay, hier habe ich mir noch so eine Kiton Jogginghose geholt. Passt die? Oh, könnte ein bisschen groß sein. Sollen wir kurz testen? Achso, pass mal auf jetzt. Boah, das ist natürlich an den Waden. Da muss der Schneider nochmal ran. Aber der Fit sieht gut aus, Leute. Der Fit sieht gut aus. Seht ihr, Leute, passt. Einzige ist, hier ist ein bisschen zu eng. Aber da können wir was rauslassen, da ist Stoff drin. Also, wenn ihr keine Lust habt, Jeans anzuprobieren, einfach um den Nacken drum. Okay, genug anprobiert. Jetzt gehen wir rüber und beschenken euch. Vielleicht bekommt ihr was geschenkt. Wenn ihr bei uns bestellt habt am Black Friday, wir sind noch dran mit den Bestellungen am Verpacken. Und da gehen wir jetzt rüber. So, jetzt beginnen wir einmal. Und zwar, wir brauchen Lieferscheine. Sven aus Tögingen hat bestellt Capri, Discovery Set und Orange Flamingo. Das ist schon eine stabile Verbindung. So, was wollen wir dem schenken? Wir gucken mal. Ich würde sagen, Tögingen am See hört sich so an, als wäre es irgendwie ein bisschen kalt da. Andromeda, das ist halt ein halbes Kilo. Nehmen wir den mit dazu. Damit die Leute das jetzt natürlich checken, müssen wir jetzt hier draufschreiben. Geschenk von mir, Marc Gebauer. Also Sven, wenn du das siehst, das ist schon mal für dich. So, das können wir schon mal einpacken. Will ich dir das gleich weitergeben. Wen hast du noch? Hier. Jimmy aus Hannover hat bestellt. Amare ist noch der Blue Bottle 1.3. Hat auch 100 Milliliter. Also der muss auf jeden Fall ein Fragrance Lover sein. Fragrance Lover. 143 €. Was können wir da dazu tun? Weißt du, was wir machen? Guck mal. Wir geben ihm einfach Oxford. Der freut sich nicht über Oxford. Der Junge sieht mir so aus, oder sollen wir ihm was Informierteres geben? Oder meinst du, der ist mit Oxford gut bedient? Sonst könnten wir auch noch hier Don't Ask Me for Permission von Simone Andreoli nehmen. 1 oder 2. Oder was haben wir noch? Superfluid Cedre. Das ist das Holzige. Ich glaube, das hier ist besser. Okay, dann gibt es einmal Superfluid Cedre. Wir können noch mal kurz hier riechen. Ich glaube, das war so ein holziger Duft. Oh mein Gott. Sounds gut. Oh, sehr likeable. Machen wir auch hier. Einmal kurz. Lieber Jim. Hoppala. Vielleicht sieht das auch jemand. Kommentiert mal gerne. Hallo Jim. Geschenk Marc Gebauer. Jimmy, mein Lieber, das Paket, glaube ich, kriegen wir auch hier rein. Von daher, das können wir auch kurz mal hier zumachen. Ja, passt doch. Dann das Geschenk oben drauf. So kann man doch starten. Ich glaube sogar, damit hat er auf seine Order 50%, weil der Duft kostet, glaube ich, auch knapp 150 bis 200 €. Also auf jeden Fall, Jimmy, was soll ich dir sagen? Du hast einen Deal gemacht. Ich hoffe, du freust. So, next, was haben wir noch? Haben wir noch jemanden, der ein bisschen was gekauft hat, oder? So, okay, wir sind gerade in der Session mit Cartusia. Also, wir haben hier einmal Terra Mia und Amare von Emil aus Munich. Das ist die Stadt der Reichen, ja? In München lässt man sich gut gehen, ja? So, was haben wir da in München? Was können wir denn da machen? In München, was sehen wir in München? Ein Raumduft. Ich wollte auch sagen, Raumduft. Weißt du, was ich da sehe? Ist ja auch nicht so weit. Milano sehe ich da. Und zwar 125 Milliliter. Milano. Lieber Emil, ich glaube, das Ding kannst du bei dir gut gebrauchen. Den geben wir mit dazu. Von mir, Marc. Du schreibst jedes Mal anders. Da muss man dann, ja, können wir auch machen.
können wir machen. Das hier ist eine Mission to Moon. Angelika aus Pfaffenhofen. Ich meine, es kommt jetzt auch ein bisschen so, weiß nicht, ich mach so einer Frau ein Geschenk. Die wirst das vielleicht gar nicht einordnen können, oder? Also ich glaube sogar, ich habe noch eine Damenuhr. Pass auf, kommt auch ein bisschen creepy, ey. Ein Geschenk von mir und dann ist da eine Damenuhr drin. Okay, wenn sie das Video nicht sieht, dann ja. Safe, ne? Ja, okay, dann schreibe ich noch einen Roman dazu. Was haben wir hier? Ja, das ist diese hier. Ja, okay, aber passt ja. Ist ja. Hallo Angelika, von mir. Punkt. Mehr Details im YouTube-Video. Ist jetzt nicht so, dass man noch was gewinnen kann, aber naja. So, was haben wir hier? Ein Tiziano Terenzi Kirke. Der hier geht an den guten Justin aus Gelsenkirchen. So, dann schauen wir mal, was wir für den noch haben. Irgendwie, ich sehe den so, wenn der Kirke bestellt hat, weißt du, was ihn richtig abholen wird? Einfach Naxos. Bestellst für 119 €. Justin, wenn du das Video nicht siehst, wäre schade. Aber ich schätze, du bist noch ein bisschen jünger und ist viel Geld. Das ist eine Nummer, ne? Wow. Hoffe, du freust dich. Und lässt eine positive Bewertung da. Dafür gibst du mich 10 € Gutschein. Gebauer. So, okay, der war hier drin. So, okay, super. Wen haben wir hier? Der hier, der sieht nach was aus. Oh, was hat der denn gekauft? Ne. Guck mal hier. Dammler aus Köln. Dammler ist männlich oder weiblich? Dammler? Wir halten es mal neutral, aber er hat sich auf jeden Fall ein Parfum für 295 € gezogen. Und da können wir natürlich ein bisschen Schokolade reintun. Ja. Der Kollege kriegt hier das hier. Der Kollege kriegt das hier. Und zwar, das ist ein besonderes Set. Das gibt es aktuell hier noch nicht. Also es ist von Ojar. Hier sind 3 verschiedene Düfte drin in so einem Geschenkbox. Das kann man sich in Dubai so zusammenstellen lassen. Also er hat hier einmal Root Nomads, dann Halva Kiss, das Top-Verkäufer, und Stallion Soul. 3 verschiedene Ojar-Düfte. Und das hier kostet auf jeden Fall mehr als 300 €. Würde ich sagen, das kriegt der Kollege einmal mit dazu. Okay, Leute, dann ja, lasst mich gerne mal wissen. Vielleicht die Leute, die was bekommen haben, schreibt es in die Kommentare. Bei der Masse an Paketen müssen wir eigentlich noch mehr machen. Oder wir machen mal wieder was im Stream. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ich werde jetzt, glaube ich, noch rübergehen, ein bisschen im Ankauf machen. Sonst, glaube ich, das ist eine runde Kiste, ist ein rundes Video. Lasst gerne ein Abo und ein Like da, wenn ihr euch Sachen wünscht, irgendwelche Aktionen wünscht. Beispielsweise, weiß ich nicht, wir können mal in Düsseldorf rumgehen, da Geschenke verteilen, was weiß ich. Schreibt es in die Kommentare. Ich freue mich auf euer Feedback und wir machen jetzt erstmal Schluss. Alter, kann es sein, dass das der Rohentwurf für unser neues Parfum ist? Alter, guck mal hier, guck mal hier. Sieht man das? Sieht man, ne? Ja. Da kommt was auf euch zu. Wir hauen hier weiter rein und Leute, bis